Ende. Gelände. 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 Ich war 2018 nach der Hambi-Räumung das erste Mal bei Ende Gelände. Bin immer gerne mit dabei und freue mich auf die Gasaktion morgen. Insbesondere, weil es halt das erste Mal ist, dass wir wirklich Menschen aus dem globalen Süden ganz vorne mit dabei haben, die von Fracking betroffen sind in Texas oder in Vaca Muerta in Argentinien zum Beispiel. Und das sind Orte, wo dann dieses Gas herkommt, die Umweltschäden, die wir dahin halt externalisiert haben. Fracking ist natürlich verboten in Deutschland, in diesen Ländern aber nicht. Und genau dieses dreckige Gas soll dann hier nach Brunsbüttel halt exportiert werden. We will not win the climate fight unless we address and stop this form of colonial climate bombs like Vaca Muerta. The violations of human rights, the displacement of indigenous communities like the Mapuche, which Yankirai will talk about. Ich bin eine Überlebende des Kolonialismus. Eine der ersten Folgen war die Wegnehmen von unseren Territorien. Viele Menschen haben emigriert in große Städten und viele sind auch in andere Länder. Die teilen immer die geflüchteten Menschen in Menschen, die auf ökonomische Gründe fliehen oder auf politische Gründe. Und das ist das Gleiche, weil die Lebensgrundlagen zerstört werden. Ungefähr 2012 habe ich jemanden auch kennengelernt in Berlin. Die heißt Christina Linkopan oder die hieß Christina Linkopan, weil sie ist danach gestorben aufgrund dieser ganzen Umweltverschmutzung. Sie hatte eine Lungenentzündung und sie ist gestorben. Der deutsche Reichtum wurde mit auf rassistischer Ausbeutung aufgebaut. Und die Unabhängigkeit von Ländern im globalen Süden ist nicht vereinbar mit unserem kapitalistischen System. Deswegen organisieren wir uns hier als schwarze und als migrantische Menschen in Deutschland, um den Aufstand selbst in die Hand zu nehmen und um alle neokolonialen Institutionen abzuschaffen. Das Fass ist voll. Die Möglichkeit für Kompromisse hatten wir nie. Hier geht es um unser Zusammenleben, ums Überleben unserer Freundinnen, Geschwister, Genossinnen, Familien, unserer Lieben. Wir gehen keinen Schritt weiter Hand in Hand mit einem zerstörerischen System. Und jeden Schritt Hand in Hand miteinander. Wir stehen zusammen, wir stehen mit euch. Wir senden solidarische und unendlich herzliche Grüße an alle internationalen Befreiungskämpfe, die genau in diesem Moment geführt werden. Wir sehen euch, wir lernen von euch. Wir wissen, dass unsere Kämpfe zusammengehören und ohne einander nicht denkbar wären. Andere Seite. Zurück! Zurück! Children are dying of leukemia at a rate that is 3 times higher than the national average where the fracking wells are located, so that this gas and oil can be extracted and exported, together with the royalties of the companies that allow Europe to sustain this unsustainable way of consumption and life. Niemand würde wirklich Fracking unterstützen, wenn wir Kinder hier zum Beispiel hätten, die 3-mal so hohe Leukämieraten hätten, wie es normal ist zum Beispiel. Wenn wir diese ganze Umweltbelastung hier sehen könnten, wenn unsere Nachbarinnen oder unsere Freundinnen davon betroffen wären, von der Verschmutzung zum Beispiel des Wassers, aber auch der Luft. Und dadurch, dass das alles so weit weg ist und wir eigentlich diese Energie dann nur konsumieren, aber die Produktion nicht sehen, dadurch ist es eben für die Menschen überhaupt möglich, das so mitzumachen.
The United States itself consumes a quarter of the world's resources every year. And even though there's some comfort for some of us people the way we live when we have jobs in the United States, we also understand, or people in my tribe also understand, this can't go on forever. We may have to start getting used to being a little uncomfortable again. But the trade-off may be that we learn to become fully human again and live in greater respect with the rest of all of life around us. So, we may not have a clear path on how to do it, but we have to think together so that we get there together in a good way. Es vergeht kein Tag, ohne dass das Grenzsystem Deutschlands und der EU mordet. Es vergeht keine Woche, ohne dass ein weiterer Fall von rechtsextremen Strukturen innerhalb der Polizei oder ein rassistischer Angriff durch die Polizei passiert. Wir müssen uns selbst schützen und dafür müssen wir uns selbst organisieren. Dekoloniale Organisierung bedeutet, dass wir unsere Kraft zurückerobern. Dass wir als BIPOCs in Deutschland keinen Bock mehr haben, auf Teilhabe und Integration zu betteln. Wir haben Bock, dieses faschistische System anzugreifen. Genug ist genug. 500 Jahre Kolonialismus reichen. Colonize. Profitgier treibt sowohl die soziale Ausbeutung als auch die Klimakrise. Also es gibt ja viele multinationale Konzerne, die meisten haben ihre Hauptquartiere hier im globalen Norden, zum Beispiel in Deutschland, in der Schweiz, in Großbritannien. Und für die ist es einfacher, Leute auszubeuten mit schlechten Arbeitsbedingungen in anderen Ländern, wo billig produziert werden kann. Die Umweltzerstörung, die geschieht, wird externalisiert. Zum Beispiel deutsche Autobatterien werden in Kenia in irgendwelchen Bleifabriken hergestellt. Und die Verschmutzung ist dann dort und die sehen wir nicht. Und gleichzeitig ist es so, dass durch die Erderwärmung hauptsächlich eben die Länder im globalen Süden betroffen sind und die Menschen wirklich irgendwann in ihrer Heimat nicht mehr bleiben können und gezwungen sind, die zu verlassen, weil ihre Lebensgrundlage komplett zerstört ist. Und was dann passiert, das wissen wir leider. Sie enden an den Grenzen der Festung Europa, wo die EU wirklich mit allen Mitteln versucht, Leute daran zu hindern, Asyl zu suchen. Communicate with your friends, communicate with your neighbors, bring back the topic to the environment and involve their children if they have children or if they like to garden. Find that common issue, but don't let somebody's personal views discourage you from having this conversation. Everybody at home, they see LNG. Well, what we like to say is that it stands for lies and greed. So y'all can use that, that's what it is. We get hit with the exact same, talking points, jobs. So you're not alone in that struggle, but we need to be able to reach out to other people and help awaken them and help them reach that understanding that we do not have any more time to waste. We do not have any more time to waste. What do we want? We're not always going to win everything, but y'all have shown you've had a lot of victories already, and you haven't even been established for, as long as some of our environmental groups back home have been. The Port of Corpus Christi just entered into an MOU with the Port of Rotterdam to import the largest amount of crude oil into the Netherlands. Sauberes Gas? Dreckige Lüge! Sauberes Gas? Dreckige Lüge! Sauberes Gas? Dreckige Lüge! Sauberes Gas?
Ich habe 2011 das erste Mal wirklich das Gefühl gehabt, den Klimawandel zu sehen, als ich angefangen habe, auf dem Forschungseisbrecher Polarstern zu arbeiten und wir in der zentralen Arktis waren und dort ganz, ganz wenig Eis war. Und dort habe ich dann auch verstanden, durch das, was die Wissenschaftlerinnen mir erzählt haben, dass eben diese reinen Forschungsergebnisse nichts nützen, solange die politischen Machtverhältnisse sind, wie sie sind, die fossilen Unternehmen so viel Macht einfach und Einfluss haben, auch auf unser parlamentarisches System, dass wir einfach diese sozial-ökologische Transformation im Moment nicht machen können. Also wir müssen wirklich die Machtverhältnisse ändern, damit sich dort was verändert. Aber auf der anderen Seite ist es so, wenn wir jetzt so krasse Katastrophen haben, wie auch zum Beispiel durch die Überschwemmung jetzt gerade, haben wir immer mehr und mehr Menschen, selbst hier in Deutschland, die verstehen, dass es dringend ist, dass sich was ändern muss. Und da müssen wir als Leute, die sich schon länger interessieren, denen irgendwie die Hand geben und denen helfen, das Problem besser zu verstehen und auch zu verstehen, was man machen kann. Also nicht einfach nur verzweifelt zu sein oder frustriert, sondern wirklich denen zu helfen, sich zu organisieren, lokal zu Hause bei denen oder eben auch in so nationalen Projekten und Bündnissen oder internationalen Bündnissen wie Ende Gelände dann. Three biggest climate movements in the world, Fridays for Future, Extinction, and Ende Gelände, are working together to put themselves at the service of the front lines from the other side of the world that are being killed by your companies. It only makes sense that this has to happen, right? What I'm seeing right now is solidarity. Just, you know, that solidarity that's there globally, and right now here being with you all in this, I've never seen so many people gathered for something like this. Unless we come together globally, we will not defeat this industry that is a global threat. We will not defeat it in isolated struggles. It's just impossible. So only if we come together to present a global resistance will we achieve any real climate victories. And I think we're really on our way to that point. So thank you very much for being here.